Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Sailing Sea Tramp. Ja, wir sind jetzt gestern von Taranea wieder losgefahren und heute in Whakaarawa angekommen. Standen auch schon auf einigen Vermisstenlisten. Wir hatten uns bei unseren Eltern ein paar Tage abgemeldet und sind jetzt dann doch fast 3 Wochen in Taranea geblieben. Taranea ist unbewohnt, es gibt keinen Internetempfang, gar nichts. Das heißt, wir können uns auch nicht melden und Bescheid sagen, dass wir über Weihnachten nicht erreichbar sind. Naja, sie hatten ja schon recht, sich Sorgen zu machen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder in Whakaarawa angekommen. Das sind unglaublich viele Boote hier, was echt ganz cool ist, weil es ist Silvester. Und wir hatten uns eigentlich schon darauf eingestellt, dass wir hier alleine auf dem Boot Dinner for One gucken werden und nichts tun werden. Aber gleich ist ein Dingy-Drift. Kennt ihr ja schon aus unseren Videos. Man bindet die Boote zusammen, hat sein eigenes Getränk dabei und quatscht ein bisschen. Heute ist noch eine Nummer cooler, weil wir das mit 14, 15 Booten machen werden. Corona ist natürlich auch nach wie vor hier noch ein Thema. Was dann mit einem Dingy-Drift mit 15 Personen für euch vielleicht erstmal sehr merkwürdig ist. Aber jeder sitzt ja in seinem eigenen Dingy, das heißt, man kann auch den Sicherheitsabstand einhalten. Und tatsächlich wird man hier gefragt, von wo man aktuell kommt. Weil man zuletzt in Tahiti gewesen ist, weil alle Segler irgendwie mega Angst haben vor den Leuten, die zuletzt in Tahiti gewesen sind, weil es halt da schon ein paar mehr Fälle gibt. Sind wir aber leider nicht gewesen. Wir waren ja sogar noch härter in der Selbstisolation in Taranea, hatten da nur Kontakt zu den gleichen Booten und freuen uns echt mega, heute Abend was machen zu können. Werden dann diesen Dingy-Drift machen und später noch bei unseren Freunden von Zero ins neue Jahr reinfeiern und hoffen einfach mal, dass 2021 für uns alle wieder besser wird.
Magst du mir kurz erzählen, was wir hier jetzt gerade machen oder was du vorhast? Jo, also der Gedanke ist, wir haben ja keinen Gaff an Bord. Wenn wir einen großen Fisch reinziehen, was zwar schon lange nicht mehr passiert ist, aber wir geben die Hoffnung ja nicht auf, dann ist halt immer ein ziemlicher Krampf, den ans Boot zu kriegen. Und jetzt habe ich in Panama mir mal so einen Haken, so einen S-Haken gekauft, den ich jetzt in der Mitte durchgeschnitten habe, bisschen aufgebogen, und den wollte ich jetzt einfach an so eine Spare-Stange anschweißen. Ich habe ja noch seit Panama das Schweißgerät mit, habe es aber noch nie benutzt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das mit dem Generator zum Laufen kriegen. Bin gespannt. Also du meinst, das wollten wir schon seit 9 Monaten machen, das Projekt. Ja, mein Gott, ich meine Zeit und Dringlichkeit und so war jetzt ja nicht wirklich dringend. Wir haben ja auch nichts gefangen. Ja, und hinter mir läuft jetzt schon der Krachmacher. Ich versuche euch trotzdem mal, ja, Marius Schweißversuch Nummer 1 zu filmen. Noch nicht sicher, ob ich beim Schweißer oder beim Metzger angekommen bin. Mal schauen. Versuchen wir mal zuerst mit 60 Ampere. Mehr Power? Keine Power? Blöd. Was ist das Problem? Ja, ich glaube, dass der Generator nicht genug Leistung bringt. Weil das klebt alles nur und dann kommt da nichts. Oder ich habe keine ruhige Hand. Aber das glaube ich jetzt eher nicht. Weil so richtig der Funke kommt da nicht. Und hier, das kleine Ding ist zu spisselig. Da kann ich nicht hantieren mit der großen Elektrode, und die kleine ist dafür eigentlich ungeeignet. Und die wird sofort heiß. Das ist ja nur so ein Fülldraht eigentlich. Schade. Also ein paar Schweißpunkte habe ich ja hingekriegt, ne? Nur nicht da, wo sie sollen. Naja, aber wir alle kennen MacGyver mittlerweile lang genug, dass wir wissen, dass er sich so schnell nicht geschlagen gibt. Mal gucken, was sich als nächstes ausdenkt.
Ist ja auf jeden Fall schon mal ein sehr schönes Zuhause angelegt. Gepflegten Garten. Ich doch lieber als Schlachter versuchen als als Schweißer. Nee. Aber mit einem richtigen Stromanschluss wahrscheinlich wäre es besser. Schade. Tja. So ist das manchmal. Ja, ich hätte gedacht, rechnerisch hätte das passen müssen. 2 kW Generator, aber der fährt ja dann auch ständig rauf und runter. Wahrscheinlich macht er das nur on demand. Und das ist ihm zu langsam. Naja, nicht schlimm. Schade nur, dass wir jetzt die ganze Arbeit hatten. Alles wieder zurückgekommen. Aber keiner wurde verletzt. Wuhu! Der Captain sieht jetzt ganz schön enttäuscht aus, weil er wieder alles am Wegpacken ist. Es war schon ganz schön Hassel, dass sie alles hinzubekommen. Und ja, er sieht schon ordentlich genervt aus gerade. Ich glaube, das Einzige, was da jetzt gleich hilft, wenn wir wieder zurück auf dem Boot sind, ist ein eiskalter Kaffee. Wir sind ja irgendwie neuerdings so Eiskaffee-Junkies geworden nachmittags. Und ja, ich glaube, den werde ich mir jetzt gleich mal zaubern, um die Laune wieder ein bisschen zu steigen. Aber ich bin mir sicher, er hat aber diesen Projekt noch nicht aufgegeben und wird sich wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwo eine Landsteckdose demnächst suchen und das Projekt nochmal versuchen. Was ist dein Fazit von diesem Versuch des Schweißens? Ja, das Gute ist, dass das Schweißgerät von der kleinen Überschwemmungsaktion, die wir auf dem Pazifik hatten, keinen Schaden genommen hat, sprich es funktioniert noch. Die schlechte Nachricht ist, dass das Schweißen mit dem Generator scheinbar nicht funktioniert. Da kommt entweder zu wenig Leistung raus, beziehungsweise jedes Mal, wenn da der Lichtbogen kommt, dann geht der Generator einmal kurz in Power Mode und dann auch sofort wieder aus. Also sprich, der fährt die Drehzahl wieder runter. Ich vermute, dass dem Schweißgerät einfach nicht genügend Leistung ankommt. Oder ich stelle mich einfach zu doof an, was das Schweißen angeht. Ich werde mal meinen Vater fragen. Aber ich denke, das liegt tatsächlich eher an der Leistung, die beim Schweißgerät ankommt. Weil auch dieses kleine Werkstück, was ich dann habe versucht zu verschweißen, war jetzt nicht so dickes Material. Das war ja 2 mm maximal. Selbst da hat es nicht so richtig hingehauen. Schade. Ganze Arbeit für nichts. Aber ich habe eine super Idee, was wir jetzt gleich machen, wenn du alles wieder ins Ding geschleppt hast. Dann lass dich mal überraschen. Auf dem Boot habe ich, glaube ich, was dich kurzfristig entschädigen kann. Ich bin gespannt. Okay. Damit er zum Piraten wird. Ich denke, das wird seine Laune wieder aufbessern.
Was hältst du denn von diesem leckeren Kaltgetränk, um deine Laune wieder ein bisschen aufzuheben? Oh, geil, Omat. Brauchst du einen Deckel oder gibt's so? Nö, das geht so. Sehr gut. Dankeschön. Lass dir mal deinen leckeren Kaffee schmecken. Geil. Oh, mit Geschmack. Sehr gut. Dankeschön. Im eiskalten Kaffee sieht die Welt doch gleich direkt wieder viel besser aus.